Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Diesen Monat habe ich total Lust auf Urlaub, Ferien, Sonne, Strand, Meer und so weiter. Wahrscheinlich genauso wie ihr. Deshalb dreht es sich jetzt auch in diesem Bullet Journal um Urlaub. Ich habe wie immer bereits alles mit Bleistift vorgezeichnet und fange jetzt an, alles mit Fineliner nachzuzeichnen. Ich habe hier einen wasserfesten Fineliner von Artline mit 0,2 mm Stärke. Wasserfest, weil ich das Bild später noch mit Aquarell ausmale, wie immer. Das dauert jetzt erstmal eine Weile. Wie ihr seht, ist es ein offener Koffer. Eigentlich packe ich ja nicht besonders gerne, aber es hat total Spaß gemacht, mir Sachen auszudenken, die in den Koffer reinpassen könnten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon in Urlaub wart und wenn ja, wo ihr Urlaub gemacht habt. Rechts unten kommt der Kalender und oben über das Bild kommt der Name des Monats, August. Natürlich packe ich dann wieder meine Aquarellfarben raus. Wie immer achte ich darauf, dass ich nicht zu viel Wasser benutze und male alles an. Ich gebe allem eine erste Schicht Farbe und anschließend eine zweite, wo ich auch noch ein paar Schatten einbaue. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Schaut gerne mal rein. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen oder schreibt mir was in die Kommentare. Das würde mir total helfen und ich würde mich auch sehr darüber freuen. Auf der nächsten Seite kommen wie immer die Wochenziele sowie die Einnahmen und Ausgaben. Durch die erhöhten Preise bin ich jetzt aufs Budgeting hier auf YouTube gestoßen und werde mich da jetzt noch ein bisschen reinarbeiten. Dabei geht es darum, alle seine Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben und zu gucken, was am Ende des Monats noch übrig bleibt. Ich bin gespannt. Vielleicht erzähle ich dann noch ein bisschen darüber. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Vorlagen erstellt. Und wenn euch das interessiert und ihr auch Lust darauf habt, dann schaut doch gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Eventuell werde ich die Sachen auch mal hier benutzen. Dann seht ihr auch die Verwendung sofort. Auf der rechten Seite kommt die erste Woche. Der August beginnt ja am Montag, also haben wir direkt eine komplette Woche. Diese Seite illustriere ich ähnlich wie die Titelseite mit einem riesigen Koffer. Mit Aquarell male ich ein paar Palmen und etwas Wasser. Oh Mann, ich habe total Lust auf Urlaub. Wieder male ich mit Fineliner die Umrandungen und anschließend male ich alles mit Aquarell aus. Die Details male ich mit Buntstiften. Dann hatte ich wieder total Lust, die Dutch Door von vor ein paar Monaten zu übernehmen. Und so habe ich nochmal zurückgeblättert, mir das nochmal angeschaut und werde sie jetzt hier auch wieder in diesem Monat übernehmen, im Monat August. Der untere Teil wird wieder für Notizen und die To-Do-Liste freigelassen und auf der oberen Seite kommt die Dutch Door. Ich beginne wieder damit, die Illustrationen zu erstellen. Und zwar male ich einfach mit Aquarell ein paar Palmen. Einfach drauf los. Ist auch eigentlich nicht so schwer. Ein Stamm, Kokosnüsse und ein paar Blätter, die nur aus Strichen bestehen. Dann male ich noch einen Koffer und einen Liegestuhl unter den Palmen, um das Bild noch ein bisschen zu vervollständigen. Erst wieder mit Aquarell und dann male ich die Konturen. Eigentlich dachte ich, ich würde das alles einfach nur in Aquarell malen, aber bei dem Koffer und bei dem Liegestuhl haben mir einfach wirklich die Konturen gefehlt. Deshalb male ich diese noch mit Fineliner aus.
Anschließend male ich nochmal mit Buntstift drüber, um die Details zu verbessern und die Schatten zu verstärken. Später werde ich mich noch um die Dutch Door kümmern. Man könnte die Dutch Door auch anders machen, indem man einfach die Seiten zerschneidet, die man da schon hat, und den unteren Teil abtrennt. Aber da mir das irgendwie als Verschwendung von Seiten vorkommt, mache ich es anders. Das seht ihr später. Ich bin gerade so ein bisschen mit den Wochenübersichten am Spielen. Ich habe manchmal wirklich Schwierigkeiten, meine To-Do-Liste einzuhalten. Deshalb teste ich gerade ein paar neue Möglichkeiten und neue Sachen aus, wie ich das besser für mich schaffen kann. Ich denke, es kommt immer auf den persönlichen Geschmack an, wie die Leute am besten damit umgehen können, dass sie auch ihre To-Do-Liste einhalten. Und ich möchte da einfach so ein paar andere Möglichkeiten noch ausprobieren, weil, wie gesagt, ich habe einfach irgendwie Schwierigkeiten, das richtig gut für mich einzuteilen. Ich schreibe mir mal zu viel auf und am Ende mache ich was komplett anderes. Ja, entweder ich muss mich da so ein bisschen zügeln mit Ideen oder mal sehen. Ich überlege mir da was. Auf der letzten Seite kommt wie immer die Dankbarkeitsliste. Auch hier kommt wieder ein bisschen Dekoration über die ganze Seite verteilt. Hier ein paar Palmen, da ein bisschen Wasser, Sommer, Urlaub und so weiter. Und natürlich wie immer der Social-Media-Kalender. Anschließend blätter ich nochmal zurück und erstelle die Dutch Door. Ich hole eine Seite hinten aus meinem Buch raus, zerschneide sie und klebe sie an der Stelle ein, die ich extra freigelassen habe. Ich nehme extra eine Seite aus diesem Buch, damit die auch komplett gleich aussieht. Nicht, dass sie am Ende eine andere Farbe, ein anderes Muster, eine andere Stärke hat. Das wird mir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Anschließend teile ich alles noch in Wochen und Tage ein und schreibe ganz hinten noch den Kalender. Da mir der Social-Media-Kalender gar nicht so gut gefallen hat, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, ist einfach nur nicht schön. Und ich habe noch ein Stück von meinem Papier frei. Deshalb habe ich gedacht, ich überklebe den Kalender und schreibe ihn neu. Und das mache ich dann auch. Dies ist auch die letzte Seite aus diesem Buch, deswegen werde ich für den Monat September ein neues Buch anfangen und das wird dann wieder ein bisschen ausführlicher. Ihr könnt euch jetzt schon mal darauf freuen. Ende August kommt dann das neue Video mit einem neuen Buch für September. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.